Hallo und herzlich willkommen bei Deutsch lernen mit Heidi. In diesem Video geht es um den Genitiv. Den Genitiv benutzt man sehr oft für Attribute. Genitivattribute geben Informationen zum Nomen. Sie geben oft den Besitzer oder den Teil einer Sache an. Neben Genitivattributen gibt es auch Verben und Adjektive, die mit Genitiv stehen. Außerdem gibt es Präpositionen, die den Genitiv brauchen. In diesem Video geht es allerdings nur um Genitivattribute. Man unterscheidet den Genitiv bei Namen und den Genitiv bei Nomen. Bei Namen steht der Genitiv vor dem Nomen. Wir sagen also zum Beispiel, das ist Lisas Auto. Das ist Frau Müllers Büro. Ich sehe Peters Fahrrad. Den Genitiv von Namen bildet man normalerweise, indem man ein S an den Namen anhängt. Wenn der Eigenname aber auf S, TZ, X oder Z endet, wird in der Schriftsprache ein Apostroph angehängt und kein weiteres S ergänzt. Zum Beispiel schreiben wir, ist das Hans Auto? Fritz' neue Freundin heißt Hanna, Alex' Chef heißt Schmidt. In der gesprochenen Sprache möchte man diese Konstruktionen aber vermeiden. Deshalb benutzt man normalerweise von plus Dativ. Wir sagen also, ist das Auto von Hans? Die neue Freundin von Fritz heißt Hanna. Der Chef von Alex heißt Schmidt. Die Formen des Genitivs werden wie folgt gebildet. Bei maskulinen Nomen wird aus der Vater im Genitiv des Vaters. Bei femininen Nomen wird aus die Frau im Genitiv der Frau. Bei neutralen Nomen wird aus das Hotel im Genitiv des Hotels und im Plural wird aus die Kinder im Genitiv der Kinder. Auch Nomen mit unbestimmten Artikel, mit Negativartikel und mit Possessivartikeln bekommen die gleichen Endungen wie Nomen mit dem bestimmten Artikel. Maskulin unbestimmter Artikel ist zum Beispiel eines Vaters, Negativartikel keines Vaters, Possessivartikel meines Vaters, deines Vaters und so weiter. Feminine Nomen mit unbestimmten Artikel einer Frau, mit Negativartikel keiner Frau, mit Possessivartikel meiner Frau, deiner Frau und so weiter. Neutrale Nomen mit unbestimmten Artikel sind zum Beispiel eines Hotels, mit Negativartikel keines Hotels, mit Possessivartikel meines Hotels, deines Hotels. Und Nomen im Plural haben keinen unbestimmten Artikel, aber der Negativartikel ist keiner Kinder und Possessivartikel meiner Kinder, deiner Kinder und so weiter. Bei maskulinen und neutralen Nomen wird also normalerweise ein S angehängt. Wir sagen des Autos, des Büros, des Schuhs. Endet das Nomen aber auf S, SS, SZ, TZ, X oder Z, wird stattdessen ES angehängt. Also des Arztes, des Glases, des Platzes, des Reflexes, des Kusses, des Fußes. Bei vielen einsilbigen Nomen, vor allem bei denen, die auf zwei Konsonanten enden, kann ES statt S angehängt werden, damit man es besser aussprechen kann. Man muss allerdings nicht ES anhängen. Zum Beispiel des Kindes oder des Kinds, des Mannes oder des Manns, des Jahrs oder des Jahres.
Wenn man nach dem Genitivattribut fragen möchte, benutzt man das Fragewort wessen. Also zum Beispiel, wessen Auto ist das? Die Antwort, das ist Peters Auto. Oder zum Beispiel, das ist das Auto meines Bruders. Noch ein paar Beispiele. Das grüne Auto ist das Auto meines Mannes. Dort kommt ein Schauspieler des Films. Peter ist der Sänger der Band. Dort sitzt die Frau meines Chefs. Sie sitzen auf der Terrasse des Hotels. Sie sitzen in Frau Schmidts Büro. Wenn du die Genitivformen noch üben möchtest, empfehle ich dir mein Video auf meinem Übungskanal. Es ist in der Infobox verlinkt. Außerdem freue ich mich über dein Abo, dein Like und deinen Kommentar. Bis bald, mach's gut, tschüss!